Schon der Ausfall eines Standortes kann die ganze Lieferfähigkeit extrem stören. Wenn ich das nicht im Auge behalte, wenn ich nicht fortlaufend bewerte, wie sich diese Risiken entwickeln, laufe ich einfach in Gefahr, komplett aus dem Geschäft rauszukommen. Wir haben recht reaktiv auf die Länderrisiken oder sonstige Entwicklungen in unserem Markt reagiert. Man hat dann eher nochmal den nächsten Kostenvorteil gesucht und hat dann etwas unterschätzt, was das dann für andere Zielgrößen heißen kann. Also auch Lieferzeiten, Liefergeschwindigkeiten, Flexibilität, Qualität zum Teil, die darunter gelitten hat. In dem Projekt sind wir ein Forschungskonsortium mit 5 Parteien insgesamt. Das ist einerseits die Universität St. Gallen mit gleich 2 Instituten. Wir arbeiten zusammen mit Endus und Hauser, Weidmann, Phoenix Contact und IT Logics. Oder die Führung von HSG hat das Projekt ein starkes Fundament verknüpft mit der Toolentwicklung von IT Logics. Passt das sehr gut zusammen. Wir haben schnell iterativ geliefert als Team, also mit IT Logic und mit der HSG zusammen. Man konnte sehr schnell etwas begutachten, dass man auch simulieren, testen kann, bevor man sehr viel Zeitaufwand investiert, um das große Ganze zu erreichen. Zentrales Element unserer Softwarelösung ist die Plan-Trist-Matrix. Sie ermöglicht ganz einfach und simpel ein komplexes Produktionsnetzwerk auf 2 Achsen darzustellen. Wir können anhand der Standortbedeutung, das ist die Y-Achse, und der X-Achse, das ist das Länderrisiko, können wir die Wichtigkeit eines Standortes für das Netzwerk datenbasiert bewerten und dann im Kontext von Länderrisiken diskutieren. Ich glaube, der Hauptnutzen ist sicherlich die Flexibilität und eben auch die Geschwindigkeit, wie rasch man erste Resultate zeigen kann. In dem Sinn, dass man sein eigenes Produktionsnetzwerk abbilden kann, die Daten erfassen kann. Und weil ja auch die Länderrisiken schon vordefiniert mitgeliefert werden, hat man sehr schnell ein erstes Bild. Bei regelmäßigen Strategie-Reviews ist das ein sehr hilfreiches zusätzliches Tool, wenn man externe und interne Faktoren betrachtet. Besonders stolz macht mich, dass wir am Ende jetzt eine praktisch anwendbare Lösung haben. Das Industries-Projekt ist jetzt zu Ende und wir freuen uns, die Ergebnisse des Projektes einer breiten Industriebasis vorstellen zu können und die Resultate mit den Unternehmen diskutieren und anwenden zu können.